die faszinierendsten und überraschendsten Bräuche Usbekistans zu entdecken. Dieses Land im Herzen Zentralasiens ist nicht nur ein Schatz an Traditionen, sondern auch das erschwinglichste Reiseziel der Welt. Hier kannst du in den usbekischen Dörfern ein opulentes Festmahl genießen, ohne dein Budget zu sprengen. Vom köstlichen Plov bis zu traditionellen Süßigkeiten wie Halva. Jeder Bissen erzählt eine Geschichte, ohne dass dein Geldbeutel leidet. Abonniere, gib ein Like und begleite uns auf dieser Reise durch ein Land, in dem die Herzlichkeit der Menschen und der Reichtum ihrer Kultur dich atemlos zurücklassen werden. Und das alles, während du auf dein Budget achtest. Los geht's. Usbekistan, das Land, das den Titel des günstigsten Landes der Welt trägt. Sein offizieller Name ist Republik Usbekistan, aber nennen wir es einfach Usbekistan. Dieses Land liegt im Herzen Zentralasiens und erstreckt sich über ein weites Gebiet von etwa 447.000 Quadratkilometern. Allerdings ist nicht das gesamte Gebiet ein Paradies zum Leben. Die Landschaft ist von Wüsten und Bergen durchzogen, die ihr einen besonderen Reiz verleihen, aber auch einige Gebiete schwer bewohnbar machen. Trotzdem genießen etwa 35 Millionen Menschen das Leben in diesem weiten Land. Das macht es zum bevölkerungsreichsten Land Zentralasiens. Also stell dir die kulturelle Mischung vor, die es dort gibt. Wenn wir über die Hauptstadt sprechen, dürfen wir Taschkent nicht unerwähnt lassen. Diese Stadt ist die beliebteste des Landes und oft die erste Station für jeden, der Usbekistan besuchen möchte. Taschkent war nicht immer das, was es heute ist. Während der Sowjetzeit war es ein sehr wichtiges Handelszentrum. Tatsächlich war es nach Moskau und St. Petersburg die drittbevölkerungsreichste sowjetische Stadt. Das sagt viel aus. Heute ist Taschkent immer noch geschäftig und lebendig mit etwa 3 Millionen Einwohnern. Die Stadt hat eine moderne Atmosphäre, gemischt mit historischen Akzenten, die dich fühlen lassen, als wärst du in einem Film. In Taschkent findest du eine unglaubliche Mischung aus alter und moderner Architektur, die dich staunen lässt. Von wunderschönen Moscheen, die wie aus einem Märchen aus 1001 Nacht wirken, bis hin zu zeitgenössischen Gebäuden, die die Modernität des Landes widerspiegeln. Jede Ecke erzählt eine andere Geschichte. Ein Spaziergang durch die Straßen von Taschkent ist wie ein Rundgang durch ein Freilichtmuseum, wo du die Majestät der Kast-Imam-Moschee bewundern kannst, die für ihre beeindruckende Kuppel und ihr schönes Minarett berühmt ist. Diese Moschee ist nicht nur ein Ort der Anbetung, sondern auch ein Symbol des reichen islamischen Erbes Usbekistans. Aber nicht nur die Moscheen sind sehenswert. Der Kontrast zu den modernen Gebäuden, wie dem Internationalen Business Center, verleiht der Stadt einen zeitgenössischen Touch. Die Architektur fügt sich perfekt zusammen und schafft eine dynamische, urbane Landschaft, die faszinierend zu erkunden ist. Jeder Schritt führt dich zu neuen Entdeckungen, sei es ein lebendiger Platz oder ein kleines Café, das sich zwischen den gepflasterten Straßen versteckt. Die Märkte sind ein weiteres Highlight in Taschkent. Der Chorsu-Markt ist ein Ort, an dem sich Düfte und Farben zu einem einzigartigen sensorischen Erlebnis verbinden. Dieser geschäftige Markt ist ein Fest für die Sinne. Der Duft exotischer Gewürze, die farbenfrohe Präsentation frischer Früchte und lokaler Gemüse und das Geräusch des Feilschens zwischen Verkäufern und Käufern schaffen eine lebendige Atmosphäre. Hier kannst du köstliche lokale Gerichte wie Plov oder frisch zubereitete Schaschliks probieren, während du die lebhafte Umgebung um dich herum genießt. Außerdem ist es der ideale Ort, um typische Handwerkskunst zu kaufen, von handgewebten Teppichen bis hin zu Keramiken mit kunstvollen Designs. Kurz gesagt, Taschkent ist ein Ort, an dem Alt und Neu harmonisch koexistieren und den Besuchern ein reiches und unvergessliches Kulturerlebnis bieten. Und wenn wir über Wasser sprechen, hat Usbekistan keinen Zugang zum Meer wie viele andere Länder, was seiner Geografie einen einzigartigen Charakter verleiht. Statt sonniger Strände und endloser Küsten hat das Land eine Vielzahl von Seen und Flüssen, die sich durch seine Grenzen schlängeln. Einer der bekanntesten Gewässer ist das Aralsee, das in seiner Blütezeit eines der größten Seen der Welt war. Dieses riesige Meer war so immens, dass es aufgrund seiner Größe und des Reichtums seines Ökosystems
als Meer bekannt war. Die Fischergemeinden florierten an seinen Ufern und die Biodiversität war erstaunlich. Hier kommt jedoch der traurige Teil. Der Aralsee hat aufgrund menschlicher Eingriffe und schlechter Wasserbewirtschaftung drastisch an Größe verloren. In den 1960 und 1970 Jahren wurden große Teile seiner Zuflüsse zur Bewässerung von Feldern in den umliegenden Regionen umgeleitet, was zu einer verheerenden Umweltkrise führte. Heute ist nur noch ein kleiner Teil dessen übrig, was dieses majestätische Meer einst war, und Satellitenbilder zeigen eine trostlose Landschaft, wo einst Wasser war. Trotz dieser ökologischen Tragödie bleibt der Aralsee ein kraftvolles Mahnmal für die Bedeutung von Wasser und die dringende Notwendigkeit, unsere natürlichen Ressourcen verantwortungsvoll zu bewirtschaften. Im Gegensatz dazu ist es an der Zeit zu erwähnen, dass Usbekistan das Land des Goldes ist. Und nein, ich spreche nicht von Metaphern oder Träumen von Reichtum. Hier glänzt das Gold wirklich. Diese Ecke der Welt rühmt sich, der viertgrößte Goldproduzent der Welt zu sein. Stell dir vor, sie holen Gold aus ihren Minen, als wären es Pommes aus einer Fritteuse. Und nicht nur das usbekische Land ist wie eine Schatztruhe, die andere wertvolle Ressourcen birgt, einschließlich Uran. Aber das ist noch nicht alles. Usbekistan zeichnet sich auch in der Baumwollproduktion aus und belegt weltweit einen beeindruckenden 5. Platz. Und wenn wir ein wenig in die Geschichte eintauchen, hat Usbekistan faszinierende Geschichten zu erzählen. Einst war dieses Land das pulsierende Herz Zentralasiens. Es war der Ort, an dem sich Händler trafen, um alle Arten von Waren zwischen China und Europa auf der berühmten Seidenstraße auszutauschen. Der Reichtum und die strategische Bedeutung Usbekistans zogen die Aufmerksamkeit einiger ziemlich bekannter historischer Persönlichkeiten auf sich. Alexander der Große und Dschingis Khan sind nur einige Namen, die hier vorbeikamen. Aber wenn es jemanden gibt, der wirklich seine Spuren hinterlassen hat, dann war es Timur, auch bekannt als Tamerlan. Obwohl sein Reich im Laufe der Zeit von den Mongolen geplündert und zerstört wurde, gelang es Timur, wieder aufzustehen und diese Länder zu beherrschen. Dieser große Herrscher war nicht nur ein Krieger, er war auch ein Liebhaber von Kunst und Kultur. Ihm wird zugeschrieben, Gelehrte und Philosophen aus allen Ecken der Welt in Samarkand versammelt zu haben, wodurch die Stadt zu einem wahren kulturellen Leuchtturm wurde. Während seiner Herrschaft erlebte Usbekistan eine Blütezeit mit dem Bau islamischer Schulen, die noch heute vom kulturellen Glanz jener Zeit zeugen. Der kulturelle und bildungspolitische Einfluss, den Timur förderte, hinterließ in der Region unauslöschliche Spuren. Wenn du einen Spaziergang durch Taschkent, die Hauptstadt des Landes, machst, wirst du schnell etwas Kurioses bemerken. Mehr als 90% der Autos sind Chevrolet. Das liegt nicht daran, dass die Usbeken diese Autos besonders lieben, obwohl sie das sicher tun, sondern daran, dass General Motors aufgrund der hohen Zölle auf importierte Fahrzeuge beschloss, eine Fabrik direkt vor Ort zu eröffnen. So begannen sie, Chevrolets lokal zu produzieren, was das Leben für diejenigen, die ein Auto besitzen möchten, ohne ihre Taschen zu leeren, erheblich erleichterte. Außerdem kannst du beim Spaziergang durch Taschkent die wunderschönen Parks und die einzigartige Architektur genießen, die Modernes mit Traditionellem verbindet. Die Stadt ist schnell gewachsen, hat aber dennoch diesen charmanten historischen Flair bewahrt, der Besucher aus aller Welt anzieht. Heute erstrahlt Usbekistan mit seiner islamischen Atmosphäre im Herzen Zentralasiens. Dieses Land ist ein faszinierender Ort, der es geschafft hat, seine kulturelle Essenz im Laufe der Zeit zu bewahren. Seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991 sind die Usbeken sehr stolz auf ihre Geschichte und Traditionen, und das zu Recht, denn sie haben eine Menge großartiger Dinge zu bieten. Die Hauptstadt Taschkent ist nur die Spitze des Eisbergs. Diese Stadt ist ein wahrer Schmelztiegel der Kulturen, in dem Altes und Modernes in perfekter Harmonie koexistieren. Bevor wir weitermachen, wenn dir dieser Inhalt gefällt, gib ein Like und abonniere,
um mehr über dieses faszinierende Land zu erfahren. Außerdem, das Beste kommt zum Schluss. Los geht's. Neben Taschkent sind auch Bukhara und Samarkand unverzichtbare Reiseziele, 2 Städte voller Geschichte und Schönheit, die wie aus einem Märchen wirken. Stell dir vor, du schlenderst durch ihre gepflasterten Straßen, umgeben von beeindruckenden Monumenten, die Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten erzählen. Bukhara ist berühmt für seine Madrasas und lebhaften Basare, während dich Samarkand mit seiner atemberaubenden Architektur und seinem reichen kulturellen Erbe sprachlos machen wird. Usbekistan ist von mehreren Ländern umgeben. Im Süden grenzt es an Afghanistan und Turkmenistan, im Osten an Kirgisistan und Tadschikistan und im Norden und Westen an Kasachstan. Das bedeutet, dass es eine wunderbare Mischung aus Traditionen und Einflüssen gibt, die das Erlebnis, diesen Ort zu besuchen, noch bereichern. Wenn du planst, Usbekistan als Tourist zu besuchen, gibt es gute Nachrichten. Die meisten Nationalitäten können ohne große Komplikationen einreisen, was das Thema Visa angeht. Wenn du jedoch vorhast, länger zu bleiben oder dort zu arbeiten, musst du dich um eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis kümmern. Das ist nicht so kompliziert, wenn du gut organisiert bist. Du musst nur alles in Ordnung bringen, bevor du deine Koffer packst. Wenn du dich entscheidest, in diesem Land zu leben, wird es dir sehr nützlich sein, Usbekisch und Russisch zu lernen. Dies sind die Amtssprachen und werden dort viel gesprochen. Obwohl mehr als 90% der Bevölkerung muslimisch sind, hat Usbekistan im Vergleich zu anderen Ländern der Region eine ziemlich moderne Atmosphäre. Die Menschen fühlen sich frei, sich zu kleiden, wie sie möchten, und ihren eigenen Glauben zu folgen, was großartig ist. Was ist mit den Frauen, die dort leben? Zunächst einmal muss erwähnt werden, dass die usbekische Schönheit ein Spiegelbild der reichen Geschichte und kulturellen Vielfalt des Landes ist. Die Frauen Usbekistans sind bekannt für ihre markanten Merkmale: strahlende Haut, Augen, die intensiv leuchten und ein bezauberndes Lächeln. Ihr multikulturelles Erbe, das persische, türkische und russische Einflüsse umfasst, manifestiert sich in einer einzigartigen Mischung, die sie hervorstechen lässt. Die usbekische Schönheit bezieht sich nicht nur auf das Äußere, sie hat auch eine starke kulturelle Komponente. Die Frauen tragen oft traditionelle Kleider, die voller lebendiger Farben und aufwendiger Stickereien sind. Diese Outfits sind nicht nur schön, sondern erzählen auch Geschichten über ihre Kultur und Tradition. Stell dir eine Frau vor, die ein handgefertigtes Kleid mit Blumenmotiven trägt, die die reiche Natur ihres Landes repräsentieren. Es ist ein visuelles Spektakel, das wirklich die Essenz Usbekistans einfängt. Außerdem wird in der usbekischen Kultur großer Wert auf die persönliche Pflege gelegt. Viele Frauen haben Geheimnisse, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, wie sie ihre Haut und ihr Haar pflegen. Sie verwenden natürliche Zutaten wie Arganöl und lokale Kräuter, um ihre Schönheit zu erhalten. Die persönliche Pflegeroutine ist für sie fast ein Ritual, und es ist bewundernswert zu sehen, wie sie sich Zeit nehmen, um sich gut zu fühlen. Wir dürfen die Kunst des Make-ups in Usbekistan nicht übersehen. Die Frauen bevorzugen oft einen frischen und natürlichen Look, der ihre Merkmale betont, ohne zu übertreiben. Die Augen stehen definitiv im Fokus. Viele verwenden Eyeliner, um ihre Form zu betonen und ihnen das gewisse Etwas zu verleihen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sie ein perfektes Gleichgewicht zwischen Tradition und Moderne in ihrem Stil finden. Die usbekische Schönheit zeigt sich auch in ihrer Persönlichkeit. Wärme und Gastfreundschaft sind gemeinsame Merkmale der Frauen dieses Landes. Sie haben eine besondere Art, dich willkommen zu heißen, was zweifellos zu ihrer Attraktivität beiträgt. Diese menschliche Verbindung ist etwas, das das physische Erscheinungsbild übersteigt und die Schönheit noch tiefer macht. Usbekische Frauen werden international zunehmend nicht nur für ihre äußere Schönheit, sondern auch für ihr Talent und ihre Fähigkeiten anerkannt. Viele haben in der Modewelt Fuß gefasst und bringen ihre Kultur auf globale Laufstege, um der Welt zu zeigen, was es bedeutet, eine usbekische Frau zu sein. Es ist aufregend zu sehen, wie sie Stereotypen durchbrechen und der Welt ihren kulturellen Reichtum präsentieren.
In den sozialen Medien findest du viele usbekische Frauen, die ihren persönlichen Stil, Schönheitstipps und sogar traditionelle Rezepte teilen. Diese neue Generation nutzt digitale Plattformen, um ihre Identität zu feiern und der Welt zu zeigen, wie unglaublich schön sie sind, sowohl innerlich als auch äußerlich. Was die Kultur betrifft, so hat Usbekistan eine Atmosphäre, die eher an die seiner Nachbarn Kasachstan und Russland erinnert, als an die arabische Kultur, die man sich vielleicht vorstellt. Und obwohl einige denken könnten, dass es aufgrund der Nähe zu Afghanistan ein unsicherer Ort sein könnte, ist das weit von der Realität entfernt. Usbekistan ist eines der freundlichsten Länder zum Leben in Zentralasien. Die usbekische Gastfreundschaft ist legendär. Wenn du dort ankommst, wirst du dich wie zu Hause fühlen. Wenn du Dollar in deiner Tasche hast, kannst du Wunder bewirken. Die Kaufkraft hier ist beeindruckend. Wenn du $100 wechselst, wirst du mit einem Haufen usbekischer Scheine konfrontiert, die dich wie einen König fühlen lassen. Die lokale Wirtschaft ermöglicht es denen, die Devisen mitbringen, das Land viel mehr zu genießen. Von köstlichen lokalen Gerichten bis hin zu einzigartigen kulturellen Erlebnissen. Wenn du dich also entscheidest, nach Usbekistan zu reisen, bereite dich auf ein einzigartiges Erlebnis voller Geschichte, lebendiger Kultur und herzlicher Menschen vor. Dieses Land ist bereit, dir alles zu zeigen, was es an jeder Ecke zu bieten hat. Von lebhaften Märkten bis hin zu beeindruckenden Landschaften, in denen du stundenlang erkunden kannst. Wenn du in Usbekistan ankommst, wird dich als erstes die Basare und natürlich das Brot umhauen. Diese Märkte sind ein wahres Spektakel. Du wirst überall Bäckereien finden, in denen die Leute mit einer Energie Brot backen, die man nur als pure Leidenschaft beschreiben kann. Hier gibt es nicht nur eine Brotsorte, es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Geschmacksrichtungen, die du wahrscheinlich noch nie probiert hast. Und das Beste daran: Du kannst diese köstlichen Brote für weniger als $1 kaufen. Ja, genau so wie du es hörst. Das Brot in Usbekistan ist viel billiger als in Europa. Es ist ein Schnäppchen. Die Esskultur dieses Landes dreht sich hauptsächlich um Fleisch. Also wenn du ein Fan von Kebabs bist, hast du Glück. Hier kannst du saftige und hochwertige Kebabs genießen, ohne dein Budget zu sprengen. Aber was die Märkte wirklich zu einem einzigartigen Erlebnis macht, ist die Freundlichkeit der Verkäufer. Sobald sie Blickkontakt mit dir aufnehmen, bieten sie dir kostenlose Proben ihrer Produkte an. Es ist wie ein Vertrauensspiel. Sie wissen, dass ihr Essen gut ist und wollen, dass du es probierst. Diese Herzlichkeit ist Teil des usbekischen Charakters, bekannt für seine Gastfreundschaft. Während du durch die Basare schlenderst, wirst du feststellen, dass die Gesichter der Menschen voller aufrichtiger Lächeln sind und ihre Augen mit einer ansteckenden Freude leuchten. Wenn du die Leute genau ansiehst, wirst du diesen besonderen Glanz in ihren Augen sehen. Aber nicht alles ist rosig. Es gibt auch eine kleine Schattenseite in dieser Geschichte. Wie an jedem touristischen Ort der Welt könnten einige Leute versuchen, dich auszutricksen, wenn sie merken, dass du ein Besucher bist. Zum Beispiel könntest du auf einen Taxifahrer stoßen, der dir das Dreifache berechnet, nur weil du die lokalen Tarife nicht kennst. In historischen Städten wie Bukhara und Samarkand, wo viele Museen kostenlos sind, könnten einige sich als Angestellte ausgeben und versuchen, dir ein falsches Eintrittsgeld zu berechnen. Oder in den Souvenirläden könntest du aufgeblähte Preise sehen, nur weil du Tourist bist. Es ist, als würden sie ein mentales Spiel mit dir spielen. Also hier ein Tipp: Sei wachsam und lass dich nicht täuschen. Eine ausgezeichnete Idee ist es, einen lokalen Führer zu suchen, bevor du dich alleine auf Entdeckungstour begibst. Mit jemandem an deiner Seite, der die Kultur und das Terrain gut kennt, wirst du viele unangenehme Überraschungen vermeiden und deinen Besuch in vollen Zügen genießen. Du musst wissen, dass die Küche Usbekistans ein Fest für die Sinne ist. Eines der herausragenden Gerichte, das du nicht verpassen darfst, sind die Fleischdelikatessen, die mit Reis serviert werden. Es ist eine Kombination, die deine Geschmacksknospen vor Freude tanzen lässt. Stell dir ein dampfendes Gericht mit zarten Fleischstücken vor, begleitet von perfekt gekochtem Reis. Es ist ein Genuss, der die reiche kulinarische Kultur des Landes widerspiegelt. Und wenn wir von Traditionen sprechen, gibt es etwas,
das im täglichen Leben der Usbeken definitiv hervorsticht: der Tee. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang genießen die Menschen in Usbekistan eine gute Tasse Tee. Wir sprechen nicht nur vom klassischen schwarzen Tee, obwohl dieser sehr beliebt ist, sondern auch vom erfrischenden grünen Tee. Und hier kommt das Beste: sie lieben es, ihrem Lieblingsgetränk eine besondere Note zu verleihen, indem sie Zitrone oder eine andere Frucht hinzufügen. Also, wenn du zum Tee eingeladen wirst, bereite dich darauf vor, einzigartige Geschmacksrichtungen zu genießen, die dich nach mehr verlangen lassen. Aber das ist noch nicht alles. Wenn du ein kulinarischer Abenteurer bist, solltest du wissen, dass Pferdefleisch und Kreuzkümmel in vielen usbekischen Gerichten übliche Zutaten sind. Pferdefleisch mag für einige etwas ungewöhnlich klingen, aber es ist ein integraler Bestandteil ihrer Gastronomie und hat seinen eigenen charakteristischen Geschmack. Kreuzkümmel hingegen verleiht vielen Gerichten diese aromatische und würzige Note. Es lohnt sich definitiv, es zu probieren. Wenn du das Glück hast, eine Einladung in das Haus eines Usbeken zu erhalten, gibt es eine sehr wichtige Tradition, die du befolgen musst. Ziehe deine Schuhe beim Betreten aus. Es ist ein Zeichen von Respekt und Höflichkeit, also stelle sicher, dass du darauf vorbereitet bist, deine Schuhe am Eingang zu lassen, bevor du die usbekische Gastfreundschaft genießt. Dies gilt besonders, wenn du jemanden in Taschkent, der Hauptstadt des Landes, besuchst. Apropos Taschkent: wenn du fließend Russisch sprichst, mach dich bereit, schnell Freunde zu finden. In der Hauptstadt kommunizieren die meisten Menschen im Alltag auf Russisch. Daher wird dir diese Fähigkeit viele Türen öffnen und es dir ermöglichen, problemlos mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Die Leute sind sehr freundlich und immer bereit, ein Gespräch zu führen oder dir Empfehlungen zu geben, was du tun und wo du essen kannst. Wenn du schon daran denkst, deine Koffer zu packen und dich im Sommer auf das Abenteuer in Usbekistan zu stürzen, halte einen Moment inne und überlege es dir gut. Städte wie Taschkent, Buchara und Samarkand verwandeln sich in echte Öfen mit Temperaturen, die über 50 Grad Celsius steigen können. Also, wenn du nicht zu einem gegrillten Menschen werden möchtest, ist es am besten, deine Reise zwischen August und November zu planen. Glaub mir, deine Haut wird es dir danken. Aber nicht alles ist Hitze und Schweiß. In diesem Land gehen die hohen Temperaturen mit einer unglaublichen Vielfalt an Nüssen und Früchten einher, die zu super erschwinglichen Preisen angeboten werden. Ein Spaziergang über die lokalen Märkte ist ein Genuss, wenn du eine köstliche Melone oder leckere Mandeln genießt. Es ist ein Fest für deine Geschmacksknospen. Wenn du ein Liebhaber der Architektur bist und gerne Momente mit deiner Kamera festhältst, kann die Hitze nur ein kleines Ärgernis sein. Die reiche Geschichte Usbekistans ist geprägt von der legendären Seidenstraße, und seine beeindruckenden Denkmäler sind ein wahrer Magnet für Touristen aus aller Welt. Jede Ecke hat eine Geschichte zu erzählen, und jedes Gebäude ist ein Meisterwerk, das darauf wartet, fotografiert zu werden. Und denke nicht, dass das Leben aufhört, wenn die Sonne untergeht. In Städten wie Buchara, Taschkent und Samarkand ist die Nacht jung und lebendig, voller Energie und Überraschungen. Nach einem Tag, an dem du die majestätischen Denkmäler und die farbenfrohen Märkte erkundet hast, lädt dich die Nacht ein, in ihre magische Atmosphäre einzutauchen. Du wirst viele Orte finden, an denen du gutes Essen genießen und eine tolle Zeit haben kannst. Von gemütlichen Familienrestaurants bis hin zu eleganten, modernen Lokalen ist das gastronomische Angebot breit gefächert und vielfältig. Du kannst köstliche, traditionelle usbekische Gerichte wie Plov, einen schmackhaften Reis mit Fleisch und Gemüse, probieren oder die frisch gegrillten Kebabs genießen, die auf dem Grill rauchen. Während eines Abendessens in einem Restaurant im Freien, umgeben von flackernden Lichtern und dem sanften Murmeln der Gespräche in verschiedenen Sprachen, tauchen plötzlich usbekische Tänzer auf dem Platz auf. Ihre traditionellen Tänze sind ein wahres kulturelles Juwel, das dich sprachlos machen wird. Die Tänzer, gekleidet in leuchtenden Kostümen, die unter den Sternen glänzen, zeigen eine faszinierende Choreografie, die alte Geschichten erzählt. Die Bewegungen sind so fließend,
dass sie wie Schwäne über die Bühne zu gleiten scheinen. Jeder Dreh und Sprung ist voller Anmut und Präzision. Die traditionelle Musik ergänzt den Tanz und schafft eine fesselnde Atmosphäre, die dich in eine andere Zeit versetzt. Die Kombination aus dem ansteckenden Rhythmus und der visuellen Kunst der Tänzer macht es unmöglich, den Blick abzuwenden. Die Zuschauer applaudieren begeistert, während sie in dieses einzigartige kulturelle Erlebnis eintauchen. Die Nacht verwandelt sich in eine Feier des Lebens und der Tradition, bei der jede Aufführung an das reiche usbekische Erbe erinnert. In Usbekistan gibt es keine Alkoholbeschränkungen, was es den Besuchern ermöglicht, eine breite Auswahl an Getränken an jedem Ort ihrer Wahl zu genießen. Abends kannst du alkoholische Getränke wie Wodka oder Whisky sowie eine Auswahl an lokalen Weinen und Bieren konsumieren. Die Atmosphäre ist entspannt und einladend, was dir die Möglichkeit bietet, angenehme Momente nach deinem Geschmack zu genießen. Ob du ein ruhiges Abendessen in einem Restaurant mit Freunden bevorzugst oder eine energiegeladene Nacht, die Optionen sind vielfältig. Neben den authentischen Orten, an denen du die kulinarischen Köstlichkeiten des Landes genießen kannst, während du ein Glas trinkst, kannst du auch in den Nachtclubs Spaß haben. Diese Lokale sind das Herzstück des usbekischen Nachtlebens und die Menschen in Usbekistan lieben es zu feiern. Die Nachtclubs sind besonders an den Wochenenden voll, wenn sich Einheimische und Touristen zum Tanzen und Genießen der Musik versammeln. Die Mischung aus traditionellen usbekischen Rhythmen und moderner Musik schafft eine festliche Atmosphäre, die alle einlädt, sich dem Spaß anzuschließen. Wenn du jemals von einem Leben geträumt hast, in dem dein Geldbeutel nicht so eng sitzt, könnte dieses Land der ideale Ort sein. Ein Kaffee für weniger als $1, ein köstlicher Ploff, der dich für etwa $2 oder $3 satt macht, und öffentliche Verkehrsmittel, die dich nicht jedes Mal zum Weinen bringen, wenn du dein Guthaben überprüfst. Ja, so gut ist es. Zuerst sprechen wir über das Wohnen. Du kannst ziemlich anständige Wohnungen in Taschkent und anderen Städten zu Preisen finden, die dich zum Lächeln bringen. Zum Beispiel kann das Mieten eines Ortes zwischen $300 und $500 pro Monat kosten, je nach Gegend. Und wenn du dich entscheidest, in die Vororte zu ziehen, könntest du noch günstigere Optionen finden. Also vergiss diese exorbitanten Preise, die du in anderen Hauptstädten der Welt siehst. Hier reicht dein Geld weit. Wenn wir über Lebensmittel sprechen, bereite dich darauf vor, ohne Schuldgefühle zu genießen. Die lokalen Märkte sind voll von frischem Obst und Gemüse zu lächerlich niedrigen Preisen. Stell dir vor, du füllst deinen Einkaufswagen für weniger als $10 und gehst mit einem Haufen frischer Produkte nach Hause. Außerdem ist das Essen in günstigen Restaurants nicht nur ein Luxus, es ist eine tägliche Erfahrung. Du kannst deinen Hunger für weniger als $5 in einem guten lokalen Restaurant stillen. Und wenn du ein Teeliebhaber bist, wie viele Usbeken, hast du Glück. Hier ist Tee fast heilig und wird in vielen Orten kostenlos serviert. Was den Transport betrifft, hat Usbekistan ein öffentliches System, das ziemlich gut funktioniert und sehr zugänglich ist. Du kannst einen Bus oder ein Sammeltaxi, Marschrutka, für nur ein paar Cent nehmen. Wenn du dich für ein privates Taxi entscheidest, bleiben die Tarife im Vergleich zu vielen Städten der Welt immer noch super vernünftig. Also kannst du dich frei bewegen, ohne das Gefühl zu haben, dass du dein Portemonnaie leerst. Und vergessen wir nicht die Arbeitskultur. Obwohl die Gehälter möglicherweise nicht so hoch sind wie in anderen entwickelten Ländern, liegen sie im Durchschnitt zwischen $400 und $600 pro Monat. Die Lebenshaltungskosten sind jedoch so niedrig, dass viele Menschen damit bequem leben können. Außerdem gibt es eine wachsende Unternehmerszene, in der junge Menschen ihre eigenen Geschäfte gründen und kreative Wege finden, um Einkommen zu generieren. Der Spaß ist auch für alle zugänglich. Von lokalen Konzerten bis hin zu kulturellen Festivals sind viele Aktivitäten kostenlos oder zu symbolischen Preisen. Das soziale Leben hier bedeutet nicht, große Summen auszugeben. Du kannst ein Gespräch mit Freunden in einem Park genießen oder an Gemeinschaftsveranstaltungen teilnehmen, ohne dir Sorgen um die Kosten zu machen. Schließlich sind die Menschen hier extrem gastfreundlich und immer bereit, ihre Kultur mit dir zu teilen, was das Leben in Usbekistan nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch persönlich bereichernd macht. Wenn du also darüber nachdenkst, in dieses wunderschöne Land zu ziehen oder es einfach zu besuchen, bereite dich darauf vor, ein Leben zu genießen, in dem jeder Cent zählt. Und das Video endet hier. Welche dieser Kuriositäten hat dich am meisten überrascht? Bitte teile deine Gedanken zu Usbekistan in den Kommentaren. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und uns ein Gefällt mir zu hinterlassen. Deine Unterstützung bedeutet uns viel. Klicke auf das Video, das jetzt auf deinem Bildschirm erscheint. Ich bin sicher, dass dir der Inhalt gefallen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.